Hallo Leute, willkommen beim Clary auf der Zockerbude. Wir schauen uns heute ein neues Spiel an. Infinite Lagrange heißt das Spiel. Wir schauen uns das so an, als wenn wir es neu starten würden, was wir gemeinsam tun. Schauen rein und dann könnt ihr selbst entscheiden, ob es was für euch ist. Weiter geht's nach dem Intro. Ja, Leute, liebe Leute, wir wollen uns heute Infinite Lagrange anschauen. Sehen wir auch gleich nochmal als Schriftzug. Und das Spiel ist von den NetEase-Machern von EVE, die zumindest damit involviert waren, neben CCP, EVE Online und EVE Echoes. Dieser Partner bzw. dieser Publisher hat sich hier an einem neuen Spiel versucht und ja, ich finde es sehr spannend. Ich sage gleich dazu, hohes Potenzial, süchtig zu machen. Wer so Weltraumaufbauspiele mag, mit PvP allerdings, also mit Vorsicht zu genießen, der wird hier Spaß haben. In the space discovery era, the expanse beyond our solar system remained a mystery to us. It prompted the desire for the uncharted world, driving the demand for new technology. An experiment changed the course of our history. At Lagrange points, resonance of war space was found, opening the tunnel between two stellar systems. As the technology matures, comes a new era of interstellar travel. We call these pathways Lagrange nodes. Giant stargates were built, linking busy routes across the galaxy. The traffic system, Lagrange network, brought prosperity and wealth. Conflict and warfare. Old empires fell apart. New forces rose instead. As war spread, the long-forgotten side of space revealed itself. Darkness. The desire to venture is never extinguished, and the Lagrange network is lighting up once again. Home beckons, yet journey awaits. The path is yours to decide. New fleet Intelligent created. navigation system is loading. Please wait. Started completely. Fleet checked. 3 FG-300 frigates, all in good condition. Coordinates located. First exit of Newport, Pioneer System. Message received. A new stellar system has been found. It is accessible through the Pioneer's Gate. Now checking traffic conditions. Attention. Entry permission from Antonios Consortium not yet obtained. Registration at Antantas is required first.
Destination locked in. City of Antantas. Initiating warp drive module. Fleet will engage warp drive in 5 seconds. Course laid in. 5, 4, 3, 2, 1. Initiating warp drive module. Ja, Leute, so, das Intro ist rum. Finde, das haben sie schon mal ganz cool gemacht. Dann nehmen wir mal unseren Fraktionsnamen. Ja, wir werden, wie schreibt man hier? Ach so, wir werden natürlich die Zockerbude nehmen, wenn ich es denn schaffe, es richtig zu schreiben. Okay, so, haben wir hingekriegt. Es wird alles gut. Ach, ein Emblem brauchen wir auch noch. Das machen wir auch noch. Dann nehmen wir mal das. Ja, schwarz ist immer ganz gut. Ja, ganz nett. Ja, überzeugt mich noch nicht ganz. Machen wir mal Hintergrund blau. Blau ist eher meine Farbe und dann machen wir mal, ja, das ist ganz schick. Und das Hintergrundding ändern wir auch noch. Ja, das gefällt mir, das sieht ganz gut aus. Ich denke, das nehmen wir. Das könnt ihr natürlich machen wie ein Dachdecker. So, hier gibt es ein sogenanntes Abkommen, das unterzeichnen wir, weil wir dadurch 3 Fregatten von Anfang an bekommen und die Materialien, die dort aufgeführt sind. Und das wollen wir haben und Versorgungsschiffe sind auch noch dabei. Das sehen wir hier auch. Natürlich kann man die jetzt so nicht direkt bauen, aber dazu kommen wir dann später noch. Ja, damit existiert die Zockerbude im Infinite Lagrange-Universum. Faction is registered Und weiter geht's. successfully. Now broadcasting to the galaxies in the Milky Way. Broadcast is over. You have obtained a unique ID. Now requesting permission from Antonio's consortium. Please wait. Permission received. Now checking traffic conditions. Visa to the Pioneers Gate received. Destination locked in. Pioneers Gate. Coordinates confirmed. Fleet is preparing to leave Antantas. Now requesting exit permission. So, liebe Leute, hier dürfen wir eine Region wählen. Schließt sich mir jetzt nicht ganz. Schwerkraftbedingungen wurden bereits alle entdeckt. Bitte wähle deinen Zielort. Wir nehmen mal die 2. Oder doch nicht? Ja. Es scheint egal zu sein. Ich kann jetzt keine Unterschiede erkennen, ob man dieses oder jenes nimmt. Deswegen machen wir einfach mal. New fleet created. Fleet composition updated. Build a shipyard to produce ships.
All buildings are listed here. Build a capital shipyard to produce small and medium-sized ships. Construction is complete. Now tap to view utility ship dockyard facility. When the construction of utility ship dockyard construction takes time, please use speed up can reduce the construction time immediately. Resources are required for construction and production. Select the blueprint of small utility ship to build resource mining ships. Tap to start production. Ja, also wie ihr sehen könnt, wir werden hier durch alles durchgeführt. Kriegen auch immer, zumindest anfänglich, kleinere Videos mit dazu. Production of small utility ship is complete. Please go to map. Und wir kriegen wirklich alles gesagt, was wir This tun area is sollen. an operation of our forces. Select Space Dust to view the details. Tap Mine to collect resources. Das sind die ganzen Rohstoffe, die da drin sind in diesem Ships can be moved Weltraumstaub. into fleets to execute orders. Select a small utility ship. Tap to create a fleet. The New estimated fleet time will be created. given and orders will be executed upon confirmation. Heading out. Tap View to have a closer look at the fleet. Die Sauhunde. Direkt am Anfang gleich mal Versorgungsschiffe zerschossen. A privateer fleet is spotted. Tap here to return to map. The privateer fleet is located. Create a new operation to defeat the after the operation area is designated. The fleet can New execute or operation please created. order an attack. Dispatch a fleet to defeat this private tap. Select all to tap to create a fleet. New According to fleet the created. estimate of combat power, our fleet can defeat the enemy. Course Please confirm the attack order. Also auch wenn euch das jetzt vielleicht ein bisschen schnell geht mit dem Rumgeklicke da, das ist super intuitiv. Das leuchtet so, dass du gar nicht woanders hinklicken kannst. Ja? Also gerade am Anfang ist es recht intuitiv gemacht und man wird gut durchgelotst. Also man sitzt nicht da und hat keine Ahnung, was die von einem wollen. Ja? Aber ich finde, das haben sie gut gemacht. Da merkt man, dass die Erfahrung haben. Auto turret is firing up. Command system activated. Full attack. All weapons. Enemy eliminated. Wie ihr gesehen habt, wir haben ja schon Blaupausen, Erfahrungspunkte bekommen. 418 Stück. Das wird dann, je mehr Schiffe man hat und je unterschiedliche Schiffe man hat, immer mehr werden. Und die Gegner werden auch immer stärker. Und zu den KI-Gegnern kommen dann auch noch menschliche Gegner hinzu. Deswegen ist es auch wichtig, dann in eine Koalition zu gehen. Sonst wird das ein harter Kampf. Choose a weapon technology to research. When the research is complete, the subsequent nodes will be unlocked. Hier müssen wir quasi immer alles durchklickern und freischalten. Und das sehen wir dann gleich.
Und hier sehen wir jetzt, das dauert jetzt 3 Stunden, diese Blaupause zu erforschen. Und in der Zeit kann ich hier nichts anderes mehr machen. Bin ich geblockt quasi. Oder ihr seht diese lilane Zahl da mit den 30. Das wäre dann quasi der Punkt, mit dem ich beschleunigen könnte, wenn ich das Material hätte, was ich nicht habe. Das ist jetzt unser Dawn-Fördervertrag, den wir am Anfang unterschrieben haben. Aber für uns gilt nur die obere Seite. Die untere ist genau wie eben angezeigt, hätte dann ein Echtgeld-Kostenblock. Das sind Kisten, da können auch Schiffsblaupausen drin sein, aber bauen müsst ihr sie selber und das Material dafür müsst ihr trotzdem noch selber beschaffen, also sammeln. Und genau das macht, sagen wir mal, dieses Pay-to-Win nicht ganz so einfach. Also man hat zwar natürlich die Blaupausen dann irgendwann, die man vielleicht haben will. Ein anderer kriegt die aber auch mit seinem Glück direkt oben aus der ersten Kiste, so ungefähr. Also so ein richtiges Pay-to-Win ist es nicht. Nicht so drastisch wie jetzt, ich sag jetzt mal, bei EVE Online, wo man dann halt hergeht und holt sich Plex und wandelt das dann wieder in Spielwährung um und kauft sich einfach alle teuren Schiffe am Markt. Und dann hat man die stärksten Schiffe. Ja, also das funktioniert hier nicht, denn ich muss es produzieren und dafür muss ich Ressourcen beischaffen. Ja? Also nur die Blaupause alleine nutzt mir hier nichts. Und es gibt auch keinen Markt, an dem ich jetzt gezielt irgendwelche Schiffe kaufen kann. Es gibt zwar Handelszentren, da muss ich aber, da setzt mir die KI irgendwas vor. Ich habe jetzt noch nichts gefunden, dass man unter Spielern irgendwie größer handeln kann. Soweit waren wir jetzt noch nicht. Es besteht diese Möglichkeit, aber nicht, dass ich da Schiffe handeln kann, sondern ich glaube, da kann man nur Ressourcen hin und her schieben, um sich in der Allianz dann zu helfen. Also diese Wege gibt es dann. Ja, was haben wir? Unseren Bereich. Und wir haben 4 rote Kreise drumherum. Das sind alles 4 Freibeuterflotten. Und wie ich schon sagte, die tauchen dann immer in sporadischen Abständen auf. Es gibt einige Spiele, die in diesem Segment agieren. Aber ich muss sagen, ich habe es jetzt auch schon länger gespielt, als es hier auf dem Video jetzt drauf ist. Das, was sie hier gemacht haben, das wird sukzessive komplexer, umfangreicher und es ist viel mehr hinten dran, als es den Anschein hat am Anfang. Ja? Und das macht es eigentlich gut, weil es damit einsteigerfreundlich bleibt. Es ist nicht gleich total verwirrend. Ja? Und man wird auch sehr lange begleitet von den Sachen, was man tun sollte, damit man was bekommt. Ja? Das ist sehr hilfreich. Also wer Spaß an so einem Spiel hat, wird da echt glücklich mit. Ich werde euch in den YouTube-Link in den YouTube-Beschreibungen den Link der Homepage mit verlinken, falls ihr da Interesse dran habt. Ansonsten, wenn euch das interessiert, wie es weitergeht, was man da alles machen kann, vielleicht dann auch mal größere Schlachten oder so, hinterlasst mir doch einen Kommentar da, damit ich da Bescheid weiß. Ansonsten, Abo freue ich mich natürlich immer drüber oder einen Daumen hoch für die, sagen wir mal, für die Vorstellung, auch wenn es jetzt vielleicht nicht ganz euers ist, falls es euch gefallen hat. Und dann schauen wir hier noch einen Moment. Wir sehen also jedes Mal, wenn wir bestimmte Bereiche erledigen, das geht natürlich am Anfang sehr schnell, bekommen wir auch immer Belohnungen mit dazu und haben dann hier wieder die nächsten Gegner. Unsere Flotte ist aktuell mit 4 Schiffchen natürlich, klar, es sind Anfangsschiffe, es ist der Beginn des Spiels, ist jetzt noch nicht riesig, aber hier wird dann immer noch mal wie so ein Hilfelogbuch quasi alles noch mal erklärt, was bedeutet was braucht man und wie muss es dargestellt sein, dass zum Beispiel die Gegner alle in diesem Kreis der Operation drin sein müssen, sonst nutzt mir die Operation nichts. Und dann immer schön die Belohnung natürlich abholen, das ist natürlich immer schöne Ressourcen. So, was ich jetzt da noch nicht so genau wusste, war jetzt, wenn man
unten links guckt, wo die 3 steht, da ist das rote Ausrufezeichen drin, hätte ich da drauf geklickt, dann würden alle aktuellen Flotten aufgehen und da wäre natürlich auch die Flotte, die jetzt im Kampf ist und ich wäre da deutlich einfacher dran gekommen als auf diesem umständlichen Weg, aber ja, irgendwann fängt man halt an, als ich das Video gemacht habe, habe ich das genauso für mich selbst erst rausfinden müssen. Der Ton für die Schüsse, der kommt, wenn man einmal auf ein Schiff geklickt hat und dann auf das Kamerasymbol klickt, also einmal nah rangeht. Wenn man dann wieder rausgeht, hört man auch aus der Distanz noch das Schussfeuer. Auch eine Info, die ich zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufgenommen habe, mir angeschaut habe, noch nicht wusste. Am Anfang hatten wir kurz so ein Segment gesehen und das war dann quasi das Ende des Videos, quasi, wo ich das entdeckt hatte dann. Ja. Daher hier relativ ohne Ton, aber man merkt, die Schiffe, obwohl wir zu 4 sind, die müssen schon ein bisschen arbeiten, um den Einzelnen da wegzukriegen. Ne? Und das ist jetzt ein Einser mit einem Schiff. Das werden später noch ganz andere Voluminas. Natürlich hat man auch andere Schiffe mittlerweile und muss die auch noch leveln. Und da gibt es noch Zusatzerforschungen an Panzerung, an Waffensegmenten. Dann kann ich in unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Prioritäten festlegen. Also die Fregatten gibt es als Kampffregatte. Es gibt sie aber auch als Tank, gepanzerte Fregatten, die ich dann in eine vordere Reihe stellen könnte. Wenn man hier jetzt auf Flotte 2 klicken würde, unten links, dann würde das Fenster aufgehen, wo die verschiedenen Kampfreihen aufgeteilt sind. Und das sieht man dann auch, wenn man später dann noch Korvetten hat, die sind dann in der vordersten Reihe und greifen direkt an und schmeißen irgendwelche Bomben ab. Und wenn man dann die schweren Raketenschiffe hat, die stehen dann sehr weit hinten und hauen ihre Munition raus. Also das ist schon sehr umfangreich. Also wer an sowas Interesse hat, es gerne auch mal ein bisschen, sagen wir mal, anspruchsvoller mag und nicht nur bum bum bum, der kann hier viel Spaß haben. Ja? Grafisch ist es, sagen wir mal, für so ein in Anführungszeichen einfach gehaltenes Spiel, es ist ganz nett gemacht. Es ist jetzt aber mit Sicherheit kein Highflyer. Ja? Also die Optik, die ein EVE Online hat, die steckt hier jetzt im Detail, in der grafischen Qualität, finde ich, nicht drin. Ja, liebe Leute, nichtsdestotrotz, das war's schon mit der Vorstellung. Ich wollte euch das mal zeigen. Hinterlasst mir einen Kommentar oder ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!